Hallo und willkommen in meiner Küche. Seid ihr super gut organisiert und wisst jederzeit, was es zu essen geben wird? Oder habt ihr auch schon mal genug eingekauft und habt trotzdem keine Idee, was auf den Tisch kommen soll? Oder der Besuch hat abgesagt und der Kühlschrank ist proppenvoll? Mir ist das letztens so ergangen. Mein Kühlschrank sah so aus und ganz ehrlich, ich hatte nicht mehr das Gefühl, Herr der Lage zu sein. In so einem Moment ziehe ich die Reißleine und wie das geht, zeige ich in diesem Video. Zuerst nehme ich mir einen Notizblock und schreibe mir auf, was sich alles im Kühlschrank befindet. Aber nicht nur im Kühlschrank, es wird alles notiert, was ich in der nächsten Zeit verbrauchen will oder muss. Ich habe also auch präsent, was sich davon im Tiefkühlschrank befindet. Wer das nicht weiß, sollte sich das spätestens jetzt aufschreiben. Das Wichtigste sind mir dabei immer verderbliche Lebensmittel wie Gemüse und Fleisch. Ich notiere also, was sich gerade im Kühlschrank befindet. Paprika, Fenchel, Zucchini, Papaya, Salat, Aubergine, Porree, Pilze, Raclette-Käse, Orange, Karotte. Dann ist mir auch noch das Sauerkraut eingefallen. In meinem Tiefkühlschrank habe ich auch noch Lachs, Hirschfleisch, Speck, Würstchen, Linsen und Blutwurst. Natürlich habe ich auch noch andere Lebensmittel wie Nudeln, Kartoffeln, Zwiebeln und andere lagerfähige Grundnahrungsmittel im Haus, aber die notiere ich jetzt nicht besonders. Eigentlich weiß ich immer ganz gut, was ich da habe. Als nächstes nehme ich mir ein Blatt Papier im Querformat, welches ich, wie gezeigt, in 6 Felder einteile. 6 Felder für die nächsten 6 Tage. Jedes Feld steht für einen Wochentag, also wird der Wochentag entsprechend notiert. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Wer mehr Tage verplanen möchte, macht sich mehr Felder oder nimmt am besten gleich 2 Blätter Papier. Hier habe ich ganz einfache Post-its, also selbstklebende Notizblätter. So, jetzt überlege ich, was ich aus den Lebensmitteln in meinem Kühlschrank kochen könnte. Die Paprika liegen schon seit ein paar Tagen darin und werden nicht besser, sollten also schnell verarbeitet werden. Außerdem habe ich, zum Entsetzen meines Mannes, Zucchini gekauft sowie eine Aubergine, da ich ein gutes Rezept für ein Ratatouille, also einen südfranzösischen Gemüseeintopf, gesehen habe. Dosentomaten und Zwiebeln habe ich im Haus. Also wird aus diesem ganzen Gemüse ein Ratatouille gekocht. Anschließend werde ich es einfrieren. Das ist sinnvoll, da noch viel anderes Gemüse da ist. Deswegen schreibe ich auch noch TK dazu. Diese Zutaten kann ich auf meiner Bestandsliste schon mal durchstreichen. So behalte ich den Überblick. Den Post-it nehme ich zur Seite. Dann habe ich Raclette-Käse im Kühlschrank. Den hatte ich gekauft, weil ich einen Kartoffelauflauf mit Salat machen wollte, was ich auch sofort auf dem Post-it notiere. Die Zutaten werden von der Liste gestrichen, die Notiz lege ich zur Seite. Dann habe ich noch eine halbe Papaya im Kühlschrank. Damit werde ich einen Papaya-Karottensalat machen, den gibt es des Abends. Papaya und Karotte können auf der Liste gestrichen werden. Der Post-it kommt zur Seite. Ich habe noch Hirschfleisch im Gefrierschrank, das mal langsam verbraucht werden sollte. Ich wollte daraus Hackbällchen gefüllt mit Ziegenkäse machen, dazu habe ich Porree geplant. Es wird notiert und der Zettel kommt zur Seite, die Zutaten werden von der Liste gestrichen. Später habe ich dann allerdings einen Butternut-Kürbis dazu gemacht, den hatte ich im Kühlschrank übersehen. So, jetzt wird es langsam kniffliger. Ich habe noch eine Fenchelknolle, die mein Mann in banger Erwartung jeden Tag anschaut. Wahrscheinlich hofft er, dass ich mir des Abends einen Rohkostsalat mache, den er dankend ablehnen kann. Aber daraus wird nichts. Ich habe ein interessantes Rezept für überbackenen Fenchel mit Oliven gesehen und das werde ich machen. Fenchel passt gut zu Fisch, also gibt es noch etwas Lachs dazu, der im Tiefkühler der Dinge harrt. Das war übrigens ein sehr leckeres Essen, das ich demnächst mal zeigen werde. Der Lachs wird nicht ganz von der Liste gestrichen, denn ich habe 2 Portionen davon und ich habe erst eine verplant. Die Übersicht zu behalten ist wichtig.
Die Notiz kommt zur Seite. Auf der Liste gibt es immer noch etwas, das noch zu verplanen ist. Es ist immer noch eine Portion Lachs da und außerdem Pilze. Nudeln sind immer im Haus, also Tagliatelle mit Pilzen und Lachs. Pilze und Lachs werden ebenfalls von der Liste gestrichen. So langsam habe ich schon eine ganze Sammlung an Essen zusammengestellt. Man sieht auf einen Blick, dass es für die nächste Woche schon reichen könnte. Meine Bestandsliste ist schon ziemlich zusammengestrichen. Die beiden Bögen werden ausgetauscht und jetzt kann ich anfangen, den endgültigen Plan aufzustellen. Um sicher zu sein, auch ja genug Mahlzeiten erdacht zu haben, schreibe ich noch Blutwurst mit Sauerkraut und Kartoffelpüree auf. Sicher ist sicher. Beim Zusammenstellen achte ich darauf, welche der Lebensmittel eventuell leicht verderblich oder schon älter sind und deswegen zuerst gegessen werden sollten. Oder ob man an einem Tag zum Beispiel einen Zahnarzttermin hat und deswegen etwas kochen möchte, das sich einfach aufwärmen lässt. Den Salat, den ich für abends eingeplant hatte, klebe ich unter den Zettel fürs Mittagessen. Das Ratatouille plane ich für Freitag ein. Es wartet dann im Gefrierschrank auf mich. Diesen Bogen lege ich in die Küche. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, was ich die nächsten Tage kochen werde. Mit dieser Frage brauche ich mich nicht mehr zu beschäftigen und ich habe den Kopf frei für andere Sachen. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Jetzt muss ich noch schnell das Ratatouille zubereiten, dann habe ich auch sofort wieder mehr Platz im Kühlschrank. Mein Essensplan hat auch noch einen weiteren Vorteil, denn die nächste Woche werde ich mich mit Sicherheit nicht zu irgendwelchen spontanen Einkäufen verleiten lassen, weil ich fälschlicherweise davon ausgehe, noch etwas zu benötigen. Manchmal schiebe ich es auch vor mir her, ein Essen zu kochen, weil ich es noch nie gemacht habe, wie es zum Beispiel bei diesen Semmelknödeln der Fall war. Habe ich aber einen Wochenplan, passiert das eher nicht. Ich habe schließlich ein Konzept und keine Ausreden, es über den Haufen zu werfen. Wer Lebensmittelverschwendung vermeiden möchte, kann auf diese Art und Weise einen Anfang machen. Vielleicht probiert ihr es ja aus. Alles, was ihr benötigt, sind ein Notizblock, Stifte, Papier und ein paar Haftnotizen. Ich werde jetzt weiter mein Ratatouille kochen und wünsche euch allzeit guten Appetit.